Die brandneue DJI Mavic Air 2 im Test. Ist das die neue Mittelklassendrohne, die die Vorteile aller anderen Drohnenserien in sich vereinen kann? Hallo und willkommen auf drohnen.de. Heute wird es richtig spannend und das ist noch nicht übertrieben, denn es geht um die brandneue, nagelneue DJI Mavic Air 2. Viele von euch haben schon wirklich ewig drauf gewartet, haben vielleicht die DJI Mavic Air 1 gehabt und kennen die ganzen Vorteile der Drohne oder haben eine der anderen Drohnen oder suchen überhaupt eine Anfängerdrohne oder eine Profi-Drohne, und wir wollen euch in dem Video zeigen, was die DJI Mavic Air 2 kann, was die Vorteile sind, was auch die Nachteile sind, wie sie im Vergleich der anderen Drohnen angesiedelt ist, ob sie für Anfänger geeignet ist, ob sie für Profis geeignet ist oder wer das Zielpublikum dafür ist. Und 1000 Geschichten, natürlich auch viele Sachen aus der Praxis zeigen, Live-Footage zeigen, also Rohmaterial, wie das Ganze in der Luft aussieht, was unsere Erfahrungen damit sind. Wie immer sind das natürlich 100.000 Geschichten, die wir versuchen hier für euch zusammenzustellen, und das können wir nicht nur in einem Video machen, deswegen werden wir wie immer bei den ganzen Drohnenvorstellungen da eine ganze Serie draus machen. Das hier ist das erste Video in der Serie über die DJI Mavic Air 2 und hier will ich euch ein bisschen Zusammenfassung geben, was bei uns aus den Tests rausgekommen ist, ein paar Einblicke zeigen, was die Drohne eben kann und nicht kann und wie sie überhaupt angesiedelt ist und natürlich alle Daten und Fakten erstmal zeigen, auch im Vergleich speziell zur DJI Mavic Air 1, was sich da alles verbessert hat. Es werden aber noch zahlreiche andere Videos kommen, zum Beispiel ein Vergleichsvideo mit den ganzen anderen auf dem Markt befindlichen, wie zum Beispiel im Vergleich zur Mavic Mini, die ja vor kurzem erst rausgekommen ist, oder dem Premium-Modell der DJI Mavic 2 Pro, wie sich das da verhält, wie sich die Drohne einsiedelt, was sie ansiedelt, was die Vor- und Nachteile dazwischen sind. Dann gibt es noch ein ausführliches Video natürlich über die App und die Steuerungsmöglichkeiten, wie funktioniert alles in der Drohne, wie sieht das alles in der Steuerung, im Live-Betrieb aus. Da sehen wir heute auch schon ein paar Ausschnitte, aber das packen wir auch nochmal im Detail in einzelne Videos und Sonderfunktionen wie die ganze Hinderniserkennung, Hindernisvermeidung, ohne hier schon zu viel verraten zu wollen. Da gibt es auch nochmal separate Videos drüber. Deswegen verlinke ich euch jetzt einfach hier oben schon mal die Playlist. Da sind aktuell vielleicht noch nicht ganz so viele drin, aber die Videos, sobald die rauskommen, packen wir eben in diese Playlist mit rein. Und dort findet ihr dann alle anderen Videos, solltet ihr dieses Video hier schon gesehen haben oder in ein weiteres Video direkt reinspringen wollen. Wie immer zu Beginn hier noch ganz kurz der Hinweis, wir haben die Drohne ja schon einige Wochen vor Markteinführung hier bei uns gehabt, damit wir sie intensiv testen konnten und euch jetzt gleich zu Beginn schon die Testberichte und alles zusammen vorbereiten konnten. Und das bedeutet aber auch, dass vielleicht der ein oder andere Screenshot aus der App und so weiter noch nicht der ganz finale ist, so wie es bei euch dann nachher aussieht, wenn ihr die Drohne vielleicht gekauft habt. Da können noch die ein oder anderen Änderungen dazu kommen. Das sind noch Vorabversionen von der App, mit der wir hier testen, zum Beispiel der Startbildschirm. Da ist noch ein Bild von der Mavic 2 drin, anstatt von der Mavic Air 2. Deswegen nicht wundern, wenn das eine oder andere Detail ein klein wenig anders aussieht wie nachher in der finalen Version. So, jetzt aber endlich ans Eingemachte. Die DJI Mavic Air 2, was kann sie, wofür wurde sie überhaupt rausgebracht, warum jetzt noch eine neue Drohne? Das wollen wir uns jetzt alles angucken. Und ein bisschen am Anfang schockierend ist, sie sieht eigentlich erstmal schon gar nicht aus wie eine Mavic Air Nachfolger, weil das hier ist die Mavic Air 1 und das hier ist die DJI Mavic Air 2. Sie sieht eigentlich ein bisschen mehr aus wie die normalen Mavic Modelle, also wie die Mavic Mini oder wie die Mavic Pro. Und das finde ich auch ein klein bisschen schade, weil hier hat DJI ja das einzige Mal so einen kleinen Ausrutscher gemacht und wirklich auch von der Optik her versucht, was richtig Cooles zu designen. Die DJI-Entwickler hatten damals gesagt, das Ganze sollte so ein bisschen an den Sportwagen angelehnt aussehen, und das ist meiner Meinung nach auch die schönste Drohne, die DJI je rausgebracht hat. Deswegen hatte ich die große Hoffnung, dass auch die DJI Mavic Air 2 jetzt irgendein besonderes Design erhält oder zumindest das alte Design von der ersten Version. Dem ist aber leider nicht so. Sie hat das ganz klassische Mavic Air Design
Design auch in dem klassischen schlichten Grau bekommen. Finde ich ein bisschen schade, aber das soll das Ganze jetzt erstmal nicht abwerten, weil klar ist es schön, wenn eine Drohne schön aussieht, aber letztendlich geht es um die Funktion und die Ergebnisse, die Videoergebnisse und die Funktionen, was das Ganze liefert. Und deswegen jetzt immer noch die Frage, warum gibt es überhaupt ein neues Modell? Nun, es hat jetzt einfach in der Mitte was gefehlt. Das große Manko von der DJI Mavic Air 1 ist ja, das war ja eigentlich das Modell bis jetzt in der Mitte, aber sie ist ein bisschen in die Jahre gekommen und schon damals bei Markteinführung wurde immer bemängelt, ein, zwei Sachen, die so ein bisschen von Nachteil waren, hauptsächlich aber die Übertragungsqualität. Denn sie hatte ein WLAN-basierendes System und viele von euch haben berichtet, dass die Funkabbrüche dort schon relativ früh waren oder in Umgebungen mit höheren Interferenzen, also Funkstörungen, da die Reichweite stark zurückgegangen ist. Und das Problem, um es schon mal vorwegzugreifen, wurde hier zum Beispiel komplett behoben und man will einfach trotzdem noch ein Modell haben, was sich in der Mitte befindet, nämlich die zwischen der DJI Mavic Mini, die ja super leicht und auch relativ vergleichsweise günstig ist, für 399 € und der nächste Sprung, wenn man jetzt mal die alte Mavic Air sozusagen rausnimmt, wäre dann ja quasi direkt schon zur DJI Mavic 2 Pro und da liegen wir ja bei 1499 €, also 1000 € zwischen den beiden Modellen und auch natürlich ewig viel sozusagen an Funktionalitäten, denn die Mavic Air ist ja relativ schlicht gehalten, hat keinen Active Track, keine Flugsonderfunktionen, hat zwar Quickshots und so weiter, hat aber auch nur 2,7K und die Mavic Pro hat alles, was man sich vorstellen kann, nämlich einen 1 Zoll Sensor, alle Funktionalitäten, die wir nur kennen, Active Track, was auch immer, also ist natürlich vollgestopft mit Funktionen. Und da fehlt jetzt einfach das Mittelmodell in einer aktuellen Version. Und das versucht sie abzudecken und das schauen wir uns mal an, wie gut sie das Ganze schafft. Und jetzt natürlich die wichtige Frage, was ist denn hier der Preis? Und das Coole ist, der Preis ist quasi 1:1 übernommen, wenn ich das richtig im Kopf habe, von dem ersten Modell, von der Mavic Air 1. Und zwar haben wir im normalen Set einen Preis von 849 € und dann gibt es natürlich wie immer eine Fly More Combo, da liegen wir bei 1049 €. Das sind die beiden Preise, 849 und 1049. Und bevor wir in die Details einsteigen, würde ich sagen, schauen wir uns mal kurz an, was in der Verpackung alles drin ist. Das hier ist nämlich das normale Kit sozusagen, also das Basispaket für 849 €. Da habt ihr natürlich die Drohne mit drin, mit einem Akku, der hier schon mit drin ist. Dort habt ihr mit drin den Schutz vorne für den Gimbal. Dort habt ihr mit drin, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich bin aber nicht ganz sicher, weil wir haben ja diese Vorabversionen, die ein bisschen anders zusammengestückelt sind, aber ich schätze mal, noch einen Satz Propeller dürfte mit dabei sein und das Ladegerät natürlich, um die Drohne aufladen zu können. Da auch schon mal vorweggenommen, durch die höhere Leistung ist hier ein USB-Laden nicht mehr möglich, sondern auf jeden Fall nur Laden mit dem Ladegerät, auch ein Ladestecker für die Fernsteuerung mit dabei und ihr habt natürlich die Fernsteuerung selber mit dabei. Die gucken wir uns nachher nochmal im Detail an, nicht erschrecken, die sieht so aus und ist richtig groß. Da kommen wir aber nachher, wie gesagt, nochmal zu und das ist das Basispaket. Wenn ihr die Fly More Combo kauft für 1049 €, dann habt ihr nochmal einen Satz Dropguards mit dabei, also quasi den Käfig, den ihr an der Drohne befestigen könnt, um speziell für Anfänger Übungsflüge zu machen, sodass ihr, wenn ihr irgendwo doch mal vor ein Hindernis oder vor die Wand fliegt, da keine Propeller kaputt gehen oder speziell fürs Indoor-Fliegen. Dafür ist der Käfig gedacht. Dann habt ihr nochmal dabei weitere Akkus, nämlich in Summe 3. Und ihr habt ein Multi-Ladeport mit dabei, sodass ihr 3 Akkus gleichzeitig laden könnt. Den könnt ihr mit dem Netzteil verbinden, sodass dann hier eben 3 Akkus nacheinander, aber ohne umzustöpseln quasi, geladen werden können. Und dann haben wir noch eine recht schicke Universal-Tragetasche mit dabei, DJI Mavic Aufschrift und hier drin könnt ihr die selber frei organisieren. Da sind so Trennwände dazwischen, so wie es DJI jetzt typischerweise immer macht. Die ist extrem praktisch. Dann haben wir nochmal einen Satz ND-Filter auch in der Kombo mit dabei. Da sind nochmal 3 ND-Filter mit vorhanden. Dann haben wir noch einen Power
Powerbank-Adapter, mit dem ihr einen normalen Akku hier mit dem Adapter dann zur Powerbank umbauen könnt, sodass ihr dann mit den normalen Akkus auch euer Smartphone oder beliebige andere Sachen laden könnt. Das ist für unterwegs eine recht praktische Geschichte und ihr habt noch mehr Propeller dabei und das ist das, was ihr im Kombo-Paket erwarten dürft. Für die schnell Entschlossenen unter euch, die sagen, ich will das Ding sofort haben, ich will einer der Ersten sein, der damit rumfliegt und so weiter. Ihr kennt das von DJI. Typischerweise brauchen die nach der Veröffentlichung immer noch ein paar Wochen, um ihre Lager zu füllen. Das heißt, das Produkt kann wahrscheinlich, so weit wie wir die Info haben, erstmal nur vorbestellt werden. Und die vorbestellt haben, und zwar direkt bei DJI im Online-Shop vorbestellt haben, die werden natürlich auch als erstes beliefert und danach dann erst die ganzen Märkte und so weiter. Das heißt, wenn ihr da wirklich schnell mit dabei sein wollt, richtig heiß auf das Gerät seid, vielleicht nach dem Test sagt oder unabhängig von unserem Test, ich brauche das Teil auf jeden Fall, dann bestellt direkt bei DJI im Online-Shop, denn da werdet ihr als erstes beliefert, der wird zuerst gefüllt und auch zuerst verschickt. Hier oben der Link, wo ihr das Ganze bestellen könnt, da habt ihr auch nochmal die Preise und alles im Detail zusammengefasst. Ein Thema will ich aber unbedingt noch ansprechen, was mir bei der DJI Mavic Air 2 nicht gefällt. Das ist auch noch ein sicherheitsrelevantes Thema. Normalerweise legt DJI da ja ein sehr starkes Augenmerk auf das Thema Sicherheit und zwar geht es hier um das Thema Propeller. Und zwar ist es ja so, dass bei einer Drohne immer nur die diagonal gegenüberliegenden Propeller gleich sind, weil sie die gleiche Drehrichtung haben und die anderen zwei drehen eben in die andere Richtung und sind dementsprechend auch in die andere Richtung gebogen und müssen eben deswegen auch auf der richtigen, dafür vorhergesehenen Position montiert werden. Und DJI achtet da schon immer drauf, schon seit der ersten Generation, seit der DJI Phantom 1, dass man die auch gar nicht falsch montieren kann. Früher wurde das durch Gewinde gemacht. Das eine waren rechtsdrehende, das andere linksdrehende Gewinde. Dann wurde das durch Clip-Mechanismen gemacht und das ist wirklich die allererste Drohne von DJI, soweit ich das im Kopf habe, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist, wo die Propeller falsch montiert werden können. Denn die Steckmechanismen von allen 4 Propellern sind gleich, es sind vielleicht minimale Unterschiede, aber sie lassen sich auch falsch montieren und das führt natürlich dazu, wenn man dann versucht zu starten, dass die Drohne, wenn man nicht schnell genug bremst, einen Überschlag machen würde und auf den Kopf fallen würde. Es ist natürlich wie immer trotzdem durch die Ringe auf den Propellern markiert. Da sind so kleine weiße Ringe auf den Propellern und das gegenüberliegende Stück am Motor hat die gleiche Markierung, sodass man das eben normalerweise eben wenn man alles beachtet, selber hinbekommt und bekommen sollte, aber es fehlt halt diese zusätzliche Sicherung, dass es eben gar nicht passt sozusagen, wenn man es mal falsch montiert. Und das ist doch so ein kleines Manko, da wird es sicherlich irgendeinen definitiven Hintergrund geben, warum das jetzt auf einmal diesen Rückschritt gibt, aber wichtig ist, das unbedingt beachten und genau schauen auf eben die Markierungen. Nachher im Alltagsbetrieb braucht ihr das ja auch gar nicht, weil wenn die Propeller einmal montiert sind, nachdem ihr die Drohne bekommen habt, dann lasst ihr die ja immer dran, denn ihr könnt die ja dann zusammenfalten, die werden ja hier zusammengelegt und bleiben an der Drohne dran. Das heißt, ihr müsst ja nur einmal, wenn ihr die Drohne neu habt, das erste Mal montieren und später nur, falls Propeller mal kaputt gehen. Das heißt, ihr kommt mit dem Problem relativ selten nur in Kontakt, aber wenn, dann müsst ihr da aufpassen, dass definitiv ein Minuspunkt, den man hier bei der DJI Mavic Air 2 verzeichnen muss. Prinzipiell, aber das braucht man heutzutage ja kaum noch erwähnen, ist die DJI Mavic Air 2 natürlich wieder eine klappbare Drohne. Das heißt, man kann sie ultra kompakt zusammenklappen, auch die Propeller zusammenklappen auf kleinstes Maß, so wie ihr das hier seht. Trotzdem ist sie aber in Summe zwar zusammengefaltet nicht unerheblich größer wie die Mavic Air zusammengefaltet, aber ausgefaltet doch ein ganzes Stück größer, wie ich euch hier in der Einblendung nochmal zeigen will. Denn ja, hauptsächlich die Propellerarme sind länger geworden. Das Ganze ist auch ein bisschen schwerer geworden, also es ist doch nochmal ein anderes Kaliber wie die DJI Mavic Air 1 und wenn man es vergleicht mit den anderen beiden Modellen, dann liegt es eben genau in der Mitte. Die Mavic Mini mal im Vergleich ist doch nochmal erheblich kleiner und wenn wir uns dann die Mavic 2 angucken, dann ist das, früher war das mal ein richtig kleines Gerät gegenüber den Phantom-Modellen, aber heutzutage ist das wirklich schon mit Abstand das größte und deswegen auch ganz eindeutig hier im Mittelfeld angesiedelt vom Gewicht her und das wirklich
Wichtigste und was mir das Wichtigste war und auch vielen von euch sicherlich das Wichtigste ist, die Mavic Air 2 hat nun das nagelneue und beste Übertragungssystem, was es meiner Meinung nach aktuell auf dem Markt gibt und was DJI nur in den Premium-Modellen verbaut hat, nämlich das OcuSync 2.0. Das Übertragungssystem ist einfach der ungeschlagene Hammer gegenüber den WLAN-Systemen, wie die Mavic Mini oder die Mavic R1 drin haben. Die funktionieren auch mittlerweile schon super, aber das ist wirklich ungeschlagen. Ihr habt da eine Reichweite im FCC-Standard, also eigentlich nur in den USA, von 10 Kilometern und im europäischen Markt, also in Deutschland, immer noch von 5 Kilometern. Ihr dürft so oder so per Gesetz ja nur in Sichtreichweite fliegen. Das bedeutet aber, ihr habt so viel Puffer, das ist, also wir haben während aller Tests kein einziges Bildflackern gehabt. Es ist immer eine stabile Verbindung gewesen, denn ihr habt das Live-Bild ja bei euch in der App und seht in der App durch die App live aus der Kamera raus. Und das ist auch eine Full-HD-Verbindung, also 1080p werden live in die App reingestreamt. Ihr seht instantan alle Bewegungen, die ihr macht, was ja fürs Filmen super wichtig ist. Und ihr habt keine Funkabbrüche und selbst wenn es eine Umgebung ist, die sehr große Interferenzen hat, also wo es viele WLANs gibt oder viele Funkstörungen. Das System lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und ist wirklich der Knaller. Also ist absolut State of the Art und das war eben das Allerwichtigste, die wichtigste Info, dass die Mavic Air 2 das System eben haben wird und damit ist quasi das System bzw. das Thema auch schon abgehakt, weil ab OcuSync 2.0 muss man sich um Übertragungsgeschwindigkeit und Bildstabilität und so weiter einfach überhaupt keine Gedanken mehr machen. Das wissen auch die Profis unter euch und damit ist das Thema abgehakt, eine perfekte Verbindung und damit auch eine perfekte Reichweite zwischen der Fernsteuerung und der Mavic Air 2. Für die Techies unter euch als Ergänzung vielleicht noch, das OcuSync benutzt beide Frequenzen, also 2,4 GHz und 5,8 GHz und managt selber, welche Frequenzen, welche Kanäle da am freiesten sind und wählt diese automatisch aus, sodass wirklich die optimale Übertragung jederzeit gewährleistet ist. Und jetzt kommen wir zu ein paar Daten und Fakten oder eigentlich zu allen Daten und Fakten von der DJI Mavic Air 2, unterfüttert mit diversen Aufnahmen aus unseren Tests und dem Pro und Kontrast zu den jeweiligen Fakten. Prinzipiell muss man, glaube ich, nicht großartig erwähnen, es ist natürlich eine GPS-gestützte Drohne. Das heißt, sie hat nicht nur GPS, also GPS ist ja das USA-basierte System, sondern auch GLONASS, das ist ja das quasi russische System und damit hat man alle Satelliten um die Erde ringsherum quasi sogar doppelt, damit noch doppelte Genauigkeit und Stabilität und damit kann die Drohne jederzeit ihre eigene Position bestimmen, auf Zentimeter genau quasi und auch perfekt halten. Das heißt, Wind und so weiter können ihr nichts anhaben. Natürlich ab einem gewissen Sturmgrad sollte man nicht mehr fliegen. Aber alles, was normaler Wind ist und der eine normale, nicht GPS-gestützte Drohne irgendwo von rechts nach links tragen würde, hat hier keine Chance, wie ihr hier im Video seht. Außerdem hat sie noch diverse andere Sensoren, da kommen wir nachher noch im Detail zu, eben die Bodensensoren, die auch das Bodenmuster überwachen und auch da nochmal zusätzlich gucken, wie genau ist die Position, bewegt sich der Boden unter mir und solltet ihr über die Fernsteuerung keine Steuerimpulse geben, das heißt, sie soll ihre Position halten, dann versucht sie das auch mit allen Mitteln und das funktioniert wirklich bombastisch. Da geben sich aber alle DJI-Drohnen eigentlich überhaupt nichts, das ist schon seit Jahren Standard und funktioniert einfach perfekt. Außerdem muss man auch nicht groß erwähnen, hat die Drohne einen 3-Achs-Gimbal, das heißt in alle 3 möglichen Richtungen ist hier die Kamera beweglich aufgehangen und die ganzen kleinen Zitterbewegungen, die ja die Drohne automatisch macht durch die Motoren, durch den Wind und durch das Gegensteuern, werden perfekt ausgeglichen, sodass ihr wirklich absolut ruhiges und kinoreifes Bildmaterial habt, wie ihr hier seht. Und das sieht wirklich klasse aus und da muss man aber auch nicht mehr viel zu erzählen, denn seit etlichen Jahren ist das auch Standard bei allen DJI-Drohnen und funktioniert wirklich perfekt. Da braucht man auch nicht groß was zu vergleichen, weil es funktioniert einfach und es gibt da keine Mankos sozusagen in dem System. Spannend ist jetzt natürlich das Thema Kamera. Wo siedelt sich da die Drohne an? Was sind die Unterschiede? Und da ist die Kamera wirklich auch nochmal besser geworden gegenüber den ganzen bisherigen kleineren und Mittelklassenmodellen. Typischerweise hat DJI da schon seit Jahren immer die 1:2,3 Zoll Sensoren drin. Wenn man das umrechnet, dann sind das in der Diagonale 0,43 Zoll ungefähr. Und dort haben wir jetzt einen 1,5 Zoll Sensor, das heißt 0,5. Also von 0,43 Zoll auf 0,5 in der Diagonale. Das ist
momentan abgesehen vom Premium-Modell DJI Mavic 2 Pro und der DJI Phantom 4 2.0 Pro, also den Pro-Versionen, ist das als nächstes die beste Kamera. Die Pro-Version, die zwei, die eben genannten, die haben sogar einen 1 Zoll Sensor, also mit einer Diagonale, die nochmal doppelt so groß ist. Das ist natürlich nochmal ein erheblicher Unterschied. Sind aber preislich natürlich auch nochmal in einem anderen Segment. Und die Frage, die ihr euch stellen müsst, ist natürlich, brauche ich das? Das heißt, mache ich wirklich hochprofessionelle Aufnahmen? Will ich super Auflösungen haben von Fotos zum Beispiel, wo ich wirklich ganze Leinwände von drucken kann? Und wie wichtig ist mir das? Oder reichen die normalen Aufnahmen? Und die sind hier wirklich auch gigantisch, wie ihr hier seht, um mal ein paar Einblendungen zu zeigen. Das Ganze ist natürlich in 4K, da kommen wir aber gleich zu. Ich will noch schnell zum Sensor und zur Optik was sagen. Und zwar haben wir 84 Grad Field of View, das heißt, das ist so der Blickwinkel, der ist eigentlich gang und gäbe, und eine Blende von 2,8 und haben eben eine Auflösung, und das ist jetzt auch eine ganz spannende Geschichte, weil das gibt es in den DJI-Drohnen auch nicht außerhalb der Phantom 4 2.0, nämlich wir haben 4K bei 60 FPS. Das ist also wirklich die erste Mavic, die erste der Mavic-Serie, die 4K bei 60 FPS kann, und das kann nicht mal die Mavic 2 Pro, das kann nur die Phantom 4 Pro 2.0. Von den ganzen Mavic-Modellen ist das die erste, die 4K bei 60 FPS macht, und sie kann selbst Slow-Mo bei 240 FPS. Das ist die erste Drohne von DJI überhaupt, die das kann. Das heißt, ihr könnt Zeitraffer bzw. Zeitlupenaufnahmen machen, die 8-mal so langsam sind wie normal. Da zeige ich euch mal hier, wie das aussieht. Das Ganze ist dann natürlich aber nicht mehr im 4K möglich, sondern nur noch im Full HD, also in 1080p. Wozu brauche ich die 4K 60 FPS? Nun hauptsächlich auch dazu, um 4K-Aufnahmen auch nochmal verlangsamen zu können, also um den Faktor 2 verlangsamen zu können auf 30 FPS runter, oder bei Action-Aufnahmen, da hat man das typischerweise bei Action-Kameras, wenn man ganz schnelle Sachen filmen will, dann sind diese 60 FPS auch hervorragend, aber das hat man bei den Drohnen ja eigentlich nicht, weil man vom Objekt relativ weit weg ist und so schnelle Sequenzen gar nicht unbedingt filmt. Da ist es mehr, wie gesagt, für die Zeitlupenaufnahmen. Von der Bitrate erreichen wir da hier auch neue Werte. Normalerweise hatten die DJI-Drohnen, die Top-Drohnen, ja maximal 100 Mbit pro Sekunde. Hier kommen wir jetzt auf 120 Mbit pro Sekunde Bitrate. Und wir haben den HDR-Modus für alle Modi. Das heißt, sowohl für alle Fotomodi, beziehungsweise für den Fotomodus insgesamt und auch für den Videomodus ist ein HDR-Modus steht zur Verfügung, nämlich ein High Dynamic Range Modus, und der ermöglicht es in Lichtverhältnissen, die vielleicht ein bisschen zwielichtig sind, oder wenn ihr direkt gegen die Sonne filmt, dann habt ihr ja normal nur den hellen Spot und die Belichtung stellt sich dementsprechend darauf ein, und die dunklen Bereiche verschwimmen dann und sind nicht mehr zu erkennen. Ich zeige euch hier mal ein Bild ohne HDR-Aufnahme und hier nochmal mit HDR-Aufnahme direkt von der Mavic Air 2. Und da könnt ihr erkennen, dass speziell die dunklen Schattenbereiche auch nochmal besser hervorgehoben sind, wie ihr hier in den Baumbereichen erkennt und so weiter. Also dafür ist der HDR-Modus nochmal gedacht, und das funktioniert sowohl im Videomodus als auch im Fotomodus. Zum Fotomodus ist noch zu sagen, normalerweise sind wir da ja State of the Art bei 12 Megapixeln Fotoauflösung. Die Mavic Air 2 ist auch erstmalig. Er hat einen Zusatzmodus, in dem ihr 48 Megapixel Fotos aufnehmen könnt. Und das nicht, wie es früher war, sodass einzelne Fotos nacheinander gemacht werden, die dann zusammengesetzt werden und daraus dann ein höheres Megapixel-Foto gemacht wird, sondern mit dem normalen Blickwinkel und normal ein Schuss, ein Foto mit 48 Megapixeln. Das ist natürlich eine tolle Zahl, wir haben das aber auch intensiv getestet. Ich zeige euch hier mal zwei Fotos. Ich finde den Unterschied jetzt nicht so gravierend. Die Lichtverhältnisse müssen auch gut sein, dass das überhaupt funktioniert. Und dass das jetzt ein Faktor X ist von Fotovorteil. Die Fotos sind natürlich riesengroß, dann danach auch von der Dateigröße. Mich hat es aber nicht so überzeugt.
Aber es ist bestimmt besser wie das normale Foto, aber man muss sich schon in den Details angucken. Es ist jetzt nicht so, dass man da Faktor 5 reinzoomen könnte und es ist dann noch genauso scharf wie das andere Foto. Im ISO-Bereich liegt ihr im Bereich von 100 bis 6400 ISO bei Video und bei den 12 Megapixel Fotos. Wenn ihr die 48 Megapixel Fotos machen wollt, habt ihr nach oben hin entsprechend weniger ISO. Außerdem werden wieder beide Codecs unterstützt, 264, H264 und H265 und noch das D-Cinelike Color Profil für diejenigen, die das Ganze dann noch dementsprechend nachbearbeiten wollen und wirklich das Videomaterial, das letzte Quäntchen quasi noch rausholen wollen. Spannend ist auch, zu den ganzen Flugmodi, zu denen wir gleich noch kommen und der ganze App und was sie kann an Flugfunktionen und so weiter, nur vorher schon mal rausgegriffen. Es gibt einen Hyperlapse-Modus, den wir ja auch von der Mavic 2 Pro und Mavic 2 Zoom kennen. Das ist der Modus, in dem quasi ein Zeitraffer mit bewegter Position hergestellt wird. Und dort bewirbt DJI hier ganz groß, dass dieses Hyperlapse-Video in 8K aufgenommen wird. Hört sich erstmal spannend an, hört sich auch so an, als ob die Kamera 8K-Videos kann, ist aber natürlich ein bisschen geschmunkelt, sage ich mal, denn im Endeffekt wird dieses Hyperlapse-Video ja nur aus einzelnen Fotos zusammengesetzt, die dann so schnell hintereinander geschnitten werden, dass quasi ein Film draus wird und Fotos werden dann einfach eben diese 48 Megapixel-Fotos benutzt, von denen ich euch vorher erzählt habe und die auch nicht so perfekt viel besser sind und dadurch entsteht natürlich ein 48 Megapixel-Video auch da draus aus den ganzen Einzelfotos und das ist dann eben das 8K-Video, ohne dass die Kamera eigentlich wirklich echt 8K live aufnehmen kann und das ist so ein bisschen der Trick, aber es hört sich natürlich spannend an, 8K Hyperlapse-Video. Spannende Daten, die Flugzeit zum Beispiel. Flugzeit wird ja von Generation zu Generation immer noch mal was draufgelegt, ist auch hier so. Ich glaube, da waren wir jetzt beim Top angekommen mit der Mavic Mini und den anderen Modellen so circa bei 30 Minuten. 33 Minuten hat man, glaube ich, schon mal irgendwo. Jetzt sind wir bei 34 Minuten Flugzeit, die ist also auch noch mal länger geworden. Ein ganz spannendes kleines Gimmick. Die Flugzeit wird ja normalerweise, schmunkeln da auch die Hersteller immer ein bisschen und geben die Flugzeit dann einfach nur im Hovern an, also sprich, wenn die Drohne still in der Luft steht und schwebt, da verbraucht sie ja typischerweise weniger Energie, wie wenn sie mit voller Geschwindigkeit nach vorne fliegt. Deswegen muss man immer gucken, wie die Flugzeiten wirklich gemessen wurden. Hier ist spannend, diese Drohne hat eine längere Flugzeit, wenn man sie bewegt, also wenn sie wirklich im Vorwärtsflug ist und kürzere Flugzeit, wenn sie steht. Im Stand hat sie nämlich nur 33 Minuten Flugzeit, im Fliegen 34 Minuten. Ist zwar kein großer Unterschied, ist auch nur ein kleines lustiges Gimmick. Wie soll das gehen, fragt sich vielleicht der ein oder andere von euch. Nun ist relativ einfach erklärt. Die Drohne ist einfach fürs Fliegen optimiert sozusagen. Wahrscheinlich auch die Propellerposition schon leicht nach vorne gerichtet, sodass sie eben ihre bestmöglichste Energie hat, wenn sie sich nach vorne bewegt und wenn sie aber stillstehen soll, dann schon ein bisschen gegenarbeiten muss gegen den Vorwärtsrhythmus und das ist ja eigentlich auch eine coole Entwicklung und eine geschickte Geschichte, weil typischerweise fliegt ihr ja mit der Drohne und bewegt euch und dafür soll ja alles optimiert sein, also die Rotorpositionen und dadurch dann letztendlich auch die Flugzeit. Das aber nur als kleine Erklärung am Rande. Von der Geschwindigkeit her seid ihr hier bei 19 Metern pro Sekunde, das sind umgerechnet 68,4 km/h, also knapp 70 km/h. Das sind auch die Top-Werte, so wie es die anderen Drohnen schaffen und das ist wirklich, wirklich schnell. Das kann sie natürlich nur im Sportmodus, wo dann verschiedene Zusatzfunktionen dann nicht zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel die Hinderniserkennung, um das schon mal vorweg zu greifen. Das schauen wir uns aber nachher nochmal im Detail an. Wichtiges Faktum ist auch noch das Gewicht und da sind wir jetzt bei 570 Gramm. Die Mavic Mini war ja bei 249 Gramm, hatte den Vorteil, dass ihr dafür keine Drohnenplakette braucht. Versicherung braucht ihr aber trotzdem, so oder so braucht ihr immer für alle Drohnen. Da einfach hier oben schon mal unser Versicherungsvergleich übrigens verlinkt. Da, falls ihr eine Versicherung dementsprechend braucht, einfach in unseren Vergleich mal reinschauen. Unter 249 braucht ihr keine Drohnenplakette. Hier seid ihr jetzt bei 507, das heißt, da braucht ihr Versicherung und Plakette für. Ganz wichtig. Und wichtig, warum das Gewicht noch? Die Mavic 2 liegt ja aktuell bei 907 Gramm und sowas. Und da wird ja die neue Drohnenverordnung bzw. das neue Drohnengesetz kommen. Für diejenigen, die es von euch noch nicht wissen, das ist ja alles noch verschoben auf 2021. Das heißt, betrifft uns alle erstmal noch nicht. Und wer weiß, ob es dann gleich rauskommt, wird
vielleicht auch noch x-mal verschoben, aber da werden dann Sachen drinstehen, dass eben Drohnen ab 900 Gramm nochmal gesonderte Auflagen bekommen und nochmal in eine andere Klassifizierung reinkommen, wo man vielleicht Kurzführerscheine oder komplette Führerscheine für braucht und. Das ist alles noch nicht ganz in Stein gemeißelt, aber wichtig ist, mit der Drohne seid ihr auch unter dieser Grenze drunter, nur über der Grenze mit der Drohnenplakette, aber das ist auch kein Problem. Die kostet nur ein paar Euro, da muss nur euer Name feuerfest drauf. Da verlinke ich euch hier oben auch nochmal, wo ihr so eine Plakette herbekommt. Da müsst ihr aber euch keine Gedanken machen, das ist keine große Aktion. Von daher seid ihr auch in den zukünftigen EU-Drohnenverordnungen damit in einer Klasse, die auf jeden Fall relativ entspannt ist. Eigentlich muss die Drohne dann in dieser Klasse auch noch zertifiziert werden und ein C-Zeichen dafür bekommen. Ob das DJI dann nachträglich macht oder wie das die Drohnenverordnung dann vorsieht, ist noch relativ weit offen. Da würde ich mir aber auch überhaupt keine Gedanken drum machen, weil selbst wenn die Verordnung da mal draußen ist, dann wird es bestimmt auch noch eine lange Zeit, ich schätze mal mindestens ein Jahr Übergangsfrist geben. Das heißt, da sind wir ja dann schon in 2022 oder Mitte 2022 und bis dahin gibt es schon wieder 1000 Nachfolgermodelle und. Also eigentlich was, wo man sich keine Gedanken drum machen muss, aber hier seid ihr auf jeden Fall gut mitgesetzt. Akkutechnisch habt ihr einen 3S LiPo-Akku mit 3500 mAh. Muss euch auch nicht im Detail interessieren. Ich habe euch ja die Flugzeit bereits schon mitgeteilt. Das ist eigentlich das, was wichtig ist. Der Akku, wie gesagt, kann nicht direkt über USB geladen werden. Das geht technisch auch einfach nicht. Das geht nur bei kleinen Akkus, sonst ist der Ladestrom da einfach zu gering. Bei der Mavic Mini funktioniert das ja, dass er da direkt ein USB-Ladegerät mit reinsteckt, dauert dann aber auch ewig lang, also von daher übers Netzteil laden, das macht auch Sinn. Ihr habt hier auch einen internen Speicher, das heißt 8 GB internen Speicher, der immer mit on board ist sozusagen, und ihr könnt auch Speicherkarten nutzen, hier auch ganz neu, Speicherkarten funktionieren bis 256 GB. Und da müsst ihr aber wirklich darauf achten, dass ihr super, super schnelle Speicherkarten habt. Da gibt es auch verschiedene Vorschläge von DJI. Da verlinke ich euch hier oben auch mal einen Bericht von uns, wo wir verschiedene Speicherkarten getestet haben, welche Sinn machen, welche nicht Sinn machen, warum das Ganze. Die Kameras ist jetzt einfach so gut mit dem großen Sensor und vor allem mit dieser hohen Bildfrequenz-Wiederholrate, mit diesen 4K 60 FPS, falls ihr das mal ausprobieren wollt, da müssen so schnell so viele Daten weggeschrieben werden und da ist meistens das Limit gar nicht die Kamera und die Hardware in der Drohne, sondern das Limit ist dann letztendlich die Speicherkarte. Das heißt, sollte irgendwas von euren Aufnahmen mal ruckeln, die ihr danach habt, liegt es relativ selten an der Drohne, sondern hauptsächlich an der Speicherkarte, die einfach die Datenmassen überhaupt nicht wegbekommt. Deswegen bringt es nichts, wenn ihr hier viel Geld ausgebt für die Drohne und an der Speicherkarte nachher ein paar Euro spart und das Ergebnis dann einfach nicht stimmt. Das aber nur als Info am Rande. Dann gab es auch die Info, dass eigentlich ein Flugerkennungssystem hier drin sein sollte, was wir bis jetzt, glaube ich, nur von der Mavic 2 Enterprise, also von dem Businessmodell kennen. DJI hat das Ganze immer unter AirSense, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, vermarktet. Eigentlich ist es im Grunde genommen nur ein ADS-B-Receiver. ADS-B sind die Systeme, die auch die ganzen großen Flugzeuge, Linienflugzeuge und so weiter das System haben und die gegenseitig miteinander kommunizieren und ihre Positionen austauschen. Und das gibt es eben auch in Drohnen, sodass die das zwar nicht mitsprechen können und nicht die ganzen Flugzeuge wirr machen und ihre Position melden, aber als Receiver heißt ja empfangen, also sprich die Position empfangen können von großen Fliegern und man das dann in der App eben angezeigt bekommt, also wenn große Linienflieger in der Nähe sind und gegebenenfalls die Drohne dann auch notlandet. Das gibt es aber nur für verschiedene Märkte und aktuell in der ersten Version nur für den USA-Markt, das heißt hier in den europäischen Modellen. Aktuell zurzeit ist diese Funktion nicht mit drin, das ist zumindest Stand der Informationen, die ich jetzt habe. Ist aber auch keine so spannende Geschichte, weil ihr solltet so oder so, egal was ihr macht, wenn ihr alles richtig macht und euch richtig vorbereitet, solltet ihr nie so nah an einen echten Linienflieger drankommen, dass so ein System überhaupt nötig ist oder eingreifen muss. Wenn dem doch so wäre, dann hättet ihr prinzipiell was falsch gemacht. Ihr kennt ja die ganzen Regeln, Abstand halten von Flugplätzen und von Flugkorridoren und so weiter. Von daher, das ist auch nichts, wo man sich großartig Gedanken machen muss oder was ein großer Nachteil ist, ob das System jetzt drin ist oder nicht. Prinzipiell aber erstmal keine schlechte Entwicklung, wenn das zukünftig dann überall mal drin sein wird in den nächsten Jahren und nächsten Generationen.
Ganz großer Punkt, natürlich die Lautstärke von Drohnen. Wird immer mehr gefragt, bekomme ich auch in den Videokommentaren immer öfter quasi die Frage, wie leise ist denn die Drohne? Ich zeige euch gleich nochmal ein paar Aufnahmen, wo ihr den Ton hört, quasi das Motorengeräusch. Es ist deswegen wichtig, weil es natürlich auch hier und da immer mehr Drohnengegner gibt, die sich ausspioniert fühlen oder prinzipiell dagegen sind oder irgendeinen Schwachsinn. Aber oft ist da auch ein Thema Lautstärke und da geht es natürlich darum, wenn ihr prinzipiell schon mal erst eine Drohne habt, die leiser ist, dann kann die natürlich auch anderen weniger auf die Nerven gehen. Und es gibt ja auch von DJI ein paar Modelle und da hat, glaube ich, auch die Mavic Air 1 dazu gehört, die ein relativ aggressives Geräusch hat. Und danach wurden ja die Low-Noise-Propeller eingeführt oder gab es auch teilweise schon vorher, aber die Mavic Air 1 hatte das nicht. Die haben hier dann an der Spitze nochmal so ganz scharfe, kleine Knicke sozusagen drin und die sorgen dafür, dass diese Luftverwirbelung, die diese schrillen Geräusche macht, dann eben wesentlich besser und wesentlich gedämpfter werden. Und das ist definitiv auch eine der Drohnen, die die wenigsten Geräusche macht. Also wirklich sehr angenehm, auch keine schrillen Geräusche, relativ leise im Vergleich zu allen anderen. Die Mavic Mini natürlich da auch ganz weit vorne, weil sie eben sehr kleines Gewicht hat und dadurch auch natürlich mit viel weniger Umdrehungen und viel schwächeren Motoren fliegen kann. Aber hier trotz relativ soliden Gewicht wirklich sehr angenehm und im Geräuschumfeld, sage ich mal, und in der Geräuschemission auf jeden Fall die Nase ganz weit vorn im positiven Sinne. Jetzt wollen wir uns doch erstmal den Controller angucken, denn der ist ja für viele doch einiges anders wie erwartet. Wir kennen ja die ganzen Controller von, wo habe ich ihn? Die Controller von der Mavic-Serie und die ist ja typischerweise extrem kompakt. Das sehen wir hier. Da wird das Smartphone unten reingeklipst, so wie wir es hier sehen. Dann unten mit dem Kabel verbunden, oben werden die Antennen ausgeklappt und die haben eigentlich seit der Mavic sich nicht verändert und immer das gleiche System. Irgendwann hat man dann mal angefangen, hier diese Sticks auch abschraubbar zu machen, dass die ganzen Controller noch kleiner werden, also die Fernsteuerung. Warum jetzt hier so ein großes Gerät? Einmal, die Akkudauer hat sich extrem erhöht. Ich habe die Zahl gar nicht im Kopf, aber ich bin Stunden mit der Drohne geflogen und es ist nicht mal die Akkuleuchte ein bisschen runtergegangen. Also hier hat man wirklich extremst lange Akkulaufzeit. Außerdem die Sticks nach wie vor auch abschraubbar. Sie sind dann hier unten in diesen kleinen Mulden vorhanden. Und was noch neu ist, das Smartphone wird jetzt oben reingeklipst. Ich habe das ja bei diesen kleinen Fernsteuerungen immer sehr viel bemängelt, dass unten eigentlich keine schicke Lösung ist, dass es auch relativ umständlich ist, das Smartphone da rein zu fummeln. Jetzt wird das Ganze hier oben reingesteckt. Ich zeige euch das mal, wird hier rausgezogen, dann hier mit eingeklemmt und dann hat man hier oben drin sogar ein kleines Kabelmanagement, indem man das kleine Kabel hier, was im Ring rumgelegt ist, rausführt und dann an das Smartphone anklipst. Wenn man das Ganze zusammengebaut hat, hat man erstmal eine Lösung, die vielleicht schon mal ein bisschen besser ist wie das, was man von den Mavic-Modellen kennt. Es kommt aber immer noch meiner Meinung nach, und da komme ich zum ersten Nachteil von der Mavic Air 2 Serie, es kommt immer noch nicht an die typischen Phantom-Fernsteuerungen ran, wo man die solide Fernsteuerung in der Hand hat, das Smartphone ein bisschen oben drüber sitzt. Denn hier hat man auf jeden Fall das Problem, das Ganze ist jetzt schon kopflastiger dadurch geworden. Das heißt, die Fernsteuerung will sich immer ein bisschen aus der Hand nach oben rausziehen. Deswegen auch wahrscheinlich, warum sie größer und mit dem Akku hier unten schwerer geworden ist, um da ein bisschen gegen zu arbeiten. Also das merkt man schon, ist aber alles handelbar, trotzdem alles noch im super Bereich. Also es sind wirklich Kleinigkeiten, die ich jetzt hier anspreche. Trotzdem aber auch das Kabelmanagement hier rechts, wenn man das Kabel ein bisschen falsch eingesteckt hat, dann hat man das auch oft hier am rechten Finger so ein bisschen im Weg und es stört einen. Bei mir war es zumindest so, also fernsteuerungstechnisch, das ist Jammern auf hohem Niveau. Tausendmal besser wie alle möglichen anderen Sachen, die es auf dem Markt gibt, aber man kann da meiner Meinung nach designtechnisch noch ein bisschen was machen. Was haben wir prinzipiell sonst noch? Wir haben hier einen Ein- und Ausschalter für die Drohne, dann haben wir hier die 3 Geschwindigkeitsmodi, nämlich Tripod, Normal und Sport, um die Drohne stufenweise sozusagen schärfer zu stellen oder zu entschärfen. Dann haben wir den Return to Home Knopf.
Wir haben hier oben einen Funktionsknopf, der sich in der App frei belegen lässt. Wir haben hier den Knopf zum Wechseln von Video auf Kamera und auf der Rückseite gar nicht mehr so viel. Hier gibt es keine zusätzlichen Funktionsknöpfe wie teilweise bei den Mavic 2 Modellen, sondern hier nur noch das Rädchen, um den Gimbal im Flug neigen zu können und hier, um dann Foto und Video dementsprechend auslösen zu können. Und das ist es schon. Kommen wir jetzt zur ganzen Sensorik von der DJI Mavic 2R. Wie angesprochen, GPS hat sie natürlich, ist ja logisch, ist ja auch Standard. Und ansonsten kann man sagen, wurden auch mindestens mal alle Sensoren von der Mavic Air 1 übernommen. Und das war ja die erste Drohne, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Sensoren nicht nur nach vorne, wie die Mavic 1 hatte, sondern als Mavic Air auch als erste Drohne Sensoren nach hinten hatte. Und das haben wir hier auch. Wir haben die Kontrastsensoren quasi nach vorne und nach hinten, sieht man hier über diese kleinen Kontrastkameralöcher quasi, und dadurch kann die Mavic Air 2 Hindernisse nach vorne und nach hinten erkennen. Vorwärts benutzt sie übrigens auch noch, genauso wie die Mavic Air 1, die normale Kamera, um darauf Hindernisse zu erkennen, aber sie braucht eben diese Stereokamera, um die Entfernungen entsprechend abschätzen zu können. Sie hat keine Sensoren, und das ist eines der wenigen Sachen, wo sie der Mavic 2 noch nachsteht. Sie hat keine Sensoren zur Seite, denn die Mavic 2 hat ja auch Sensoren zur Seite zur Hinderniserkennung, und sie hat keine Sensoren nach oben. Das heißt, ja, aber die Sensoren wurden selbst bei der Mavic 2, sag ich mal, in den meisten Flugmodi sind die da sogar ausgeschaltet, also werden da auch relativ selten benutzt. Nur der Sensor nach oben ist für Indoor-Fliegen oder wenn ihr unter irgendwelchen Hindernissen durchfliegt, vielleicht noch interessant. Nach unten sieht es hier auch aus wie bei der großen Mavic 2, denn da habt ihr auch Ultraschall- oder Infrarotsensoren, die die Entfernung zum Boden messen. Ultraschall dann nochmal für die genaue Messung zum Boden. Auch nochmal eine Kontrastkamera sozusagen, die das Bodenmuster unten drunter beobachtet. Sollte mal kein GPS da sein, wie zum Beispiel für Indoor-Fliegen, um dort auch die Position stabil halten zu können. Oder Outdoor, selbst wenn GPS da ist, das noch akkurater zu machen. Also da eigentlich alles abgedeckt, was man sich vorstellen kann und was auch Stand der Technik ist. Was neu ist hier und was es sonst auch nur bei der Mavic 2 gab, ihr habt hier auch diese Landelichtfunktion sozusagen. Das hört sich ein bisschen nach Spielerei an, ist aber eigentlich gar nicht so dumm, denn das könnt ihr manuell einstellen oder stellt sich automatisch an bei einer gewissen Dämmerung, wird dann unten drunter wie ein großer Scheinwerfer angeschaltet, der auch wirklich hell ist. Und der dient dazu da, dass der Boden unten drunter, speziell die Landefläche, wenn man eben weit runterkommt und landen will, beleuchtet ist. Und man fragt sich, warum muss die Drohne das sehen? Nun ganz einfach deswegen, damit diese anderen Sensoren, nämlich diese Mustererkennung vom Boden funktioniert. Denn sie kann das Bodenmuster ja nicht erkennen und nicht die Drohne so millimetergenau steuern, wenn es zu dunkel ist. Und durch diese Beleuchtung funktioniert das dann sogar in Dämmerung oder in zwielichtigen Umgebungen und vor allen Dingen auch Indoor, sollte man das Ganze Indoor einsetzen wollen. So, damit haben wir jetzt alle hardware-seitigen Themen eigentlich durch, sprich die ganze Kamerafunktionalität, die Sensorik und so weiter, die Fernsteuerung, Vor- und Nachteile davon. Jetzt kommt der ganz große neue Block, der sicherlich für viele von euch extrem interessant ist, nämlich was kann die App im Detail, was sind die ganzen Funktionen, gibt es eine Hindernisverfolgung, gibt es eine Hinderniserkennung. Ich kann euch schon mal sagen, die gibt es, und zwar alles nochmal wesentlich verbessert gegenüber den Vorgängerversionen. Wirklich top spannende Geschichten, aber leider, wie am Anfang angekündigt, macht es nicht Sinn, das in das Video jetzt hier mit reinzudrücken. Deswegen gibt es dazu schon ein separates Video, einen Teil 2 dieser Vorstellung hier. Ihr könnt dort direkt reinspringen. Nur eine kleine Bitte von mir, hinterlasst doch bitte gerne auch für dieses Video erstmal schnell ein Like, kommentiert unten gerne, ob es euch gefallen hat oder nicht. Und dann können wir direkt weiterspringen in das Funktionalitätsvideo. Ich blende euch hier oben schon mal den Link dazu ein. Oder nach dem Abspann findet ihr auch nochmal den Link oder einfach danach suchen, und dann geht es direkt auf unserem Kanal weiter mit dem nächsten Video zu den ganzen Funktionalitäten, und dort werden wir dann auch nochmal ein Resümee zusammenfassen, ein Fazit. Klar ist das alles ein bisschen viel und lang, aber wir sehen es einfach auch als unsere Pflicht an, euch hier umfänglich zu informieren, denn es ist ja auch ein Stück Geld, was das Ganze kostet, und ich bin immer ein Freund davon, möglichst detailliert die Informationen aufzubereiten, sodass ihr eben einfach die Grundlage habt, dann zu entscheiden, ob das Ganze ein Produkt für euch ist oder nicht. Also einfach dranbleiben, im Abspann auf das nächste Video klicken und dann geht's weiter.